Hello, 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 and a beautiful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. So after Paul says that it's a little thing to receive material goods for having given spiritual goods, Nachdem Paulus gesagt hat, dass es eine Kleinigkeit ist, materielle Dinge dafür zu erhalten, dass man geistliche Güter gegeben hat, look what he says in verse 12. schau, was in Vers 12 sagt. And if you have supported others, don't we rightfully deserve this privilege even more? Und wenn ihr andere unterstützt habt, steht uns dieses Vorrecht nicht noch mehr zu? You see, there again, Paul is coming back to the same thing. It's who they recognized as their apostolic authority. Du siehst, auch hier kommt Paulus wieder auf die gleiche Sache zurück. Es geht darum, wen sie als ihre apostolische Autorität anerkannt haben. So Paul is saying it would actually be our rightful privilege, and he quotes the Old Testament, to be supported by you. Paulus sagt, es wäre eigentlich unser rechtmäßiges Privileg, und er zitiert das Alte Testament, von euch unterstützt zu werden. Look what we see. Wir sehen hier Folgendes. We see once again that he didn't care about the money. He didn't want that. Wir sehen wieder einmal, dass es ihm nicht ums Geld geht. Er will es nicht. But as you know, we haven't used it right. Aber wie ihr wisst, haben wir dieses Recht nicht genutzt. Look, Paul said it's our right, and then he said, but actually we didn't use it. Paulus sagt, es ist unser Recht, und dann sagt er, aber eigentlich haben wir es nicht genutzt. Instead, we have continued to support ourselves, Stattdessen haben wir weiterhin für uns selbst gesorgt, so that we would never be a hindrance to the spread of the gospel of Christ. damit wir der Ausbreitung des Evangeliums von Christus nicht im Weg stehen. I'm telling you, Paul was one of the most fascinating men of God that ever lived. Paulus war einer der faszinierendsten Männer Gottes, die je gelebt haben. His heart was so surrendered to Jesus and so focused on the gospel. Sein Herz war so hingegeben an Jesus und so sehr auf das Evangelium fokussiert. So Paul quotes the Bible, the Old Testament. Paulus zitiert die Bibel, das Alte Testament. Paul clearly establishes what God has established. He said, look, that's how it is. Paulus legt deutlich fest, was Gott festgelegt hat. Er sagt, schaut, so ist es. Then Paul even says, this is the right of an apostle. Dann sagt Paulus sogar, das ist das Recht eines Apostels. And then he says, even though it's our right, we didn't use it. We never used it. Dann sagt er, auch wenn es unser Recht ist, haben wir es nicht genutzt. Wir haben es nie in Anspruch genommen. So Paul worked hard while he preached the gospel because he didn't want to hinder the gospel. Paulus arbeitete hart, während er das Evangelium predigte, weil er das Evangelium nicht behindern wollte. Do you know, in today's day, in today's world, this is what it would mean. In der heutigen Zeit, in der heutigen Welt, würde das Folgendes bedeuten. That you feel that God has called you to do certain things. Du fühlst, dass Gott dich berufen hat, bestimmte Dinge zu tun. And that what is God called you to do that takes you 30 or 40 hours a week. Diese Arbeit, zu der Gott dich berufen hat, nimmt 30 oder 40 Stunden in der Woche in Anspruch. And instead of going around trying to motivate a lot of people to give you money so you can do that, Anstatt herumzulaufen und zu versuchen, eine Menge Leute zu motivieren, dir Geld zu geben, damit du das tun kannst, you yourself, you work 30 or 40 hours a week fulfilling the purpose of God. arbeitest du selbst 30 bis 40 Stunden in der Woche, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. And on top of that, you find yourself another job so that you can pay your bills. Du suchst dir obendrein noch einen anderen Job, damit du deine Rechnungen bezahlen kannst. That's what Paul said, what he did. So hat es Paulus nach eigener Aussage gemacht. That showed that his heart was all about fulfilling the purpose of God and preaching the gospel. Das zeigt, dass es ihm am Herzen lag, den Auftrag Gottes zu erfüllen und das Evangelium zu predigen. Do you know, I remember when we started Brazilian Kids Care, Ich erinnere mich, als wir mit Brasilien Kids Care anfingen, we were just so desperate to reach the children. We wanted to give. That's the only thing we wanted to do. wollten wir unbedingt die Kinder erreichen und wir wollten geben. Das war das Einzige, was wir tun wollten. And then everything began to grow. Dann fing alles an zu wachsen. And then the people were saying, Reinhard, you have a right. You work so many hours. You should get paid. Die Leute sagten dann, Reinhard, du hast das Recht. Wenn du so viele Stunden arbeitest, solltest du dafür auch bezahlt werden. You know, I felt like Paul here.
Ich fühlte mich wie Paulus hier. I really don't want to hinder the work with the children. Ich wollte die Arbeit mit den Kindern wirklich nicht behindern. So we said, no, I know it's our right, but we prefer not to. Deshalb sagten wir, nein, es ist zwar unser Recht, aber wir ziehen es vor, dies nicht zu tun. You know, I know a lot of people who have told me personally Ich kenne viele Menschen, die mir persönlich gesagt haben, that they have been called by God to do a certain thing, to have a certain ministry, dass sie von Gott berufen wurden, etwas Bestimmtes zu tun, einen bestimmten Dienst zu haben, and they've never done it because they didn't get paid for it. es aber nie getan haben, weil sie nicht dafür bezahlt wurden. Now, I want you to understand, Ich möchte, dass du verstehst, which we already have established here. was wir hier bereits geklärt haben. Yes, the one who works, he has a right to get paid for it. Paul is very clear. Ja, wer arbeitet, der hat ein Recht darauf, dafür bezahlt zu werden. Paulus ist da sehr deutlich. The one who does a spiritual ministry has a right to get the material goods shared with those who he ministers to. Derjenige, der einen geistlichen Dienst tut, hat ein Recht darauf, dass diejenigen, denen er dient, auch ihre materiellen Güter mit ihm teilen. But if it would mean Wenn es aber bedeutet, that because of lack of support you can't do what God called you to do, dass du aus Mangel an Unterstützung nicht das tun kannst, wozu Gott dich berufen hat, that's when all of us should act like the Apostle Paul. dann sollten wir alle wie der Apostel Paulus handeln. That if I have to, I get out there and I work 2 jobs, one serving the Lord and the other one supporting myself. Wenn es sein muss, gehe ich da raus und mache 2 Jobs. Einen, um dem Herrn zu dienen und den anderen, um mich selbst zu versorgen. So while one is a clear spiritual principle, Während also das eine ein klares geistliches Prinzip ist, Paul's passion to make sure that the gospel will be preached and he will not be hindered was so great war Paulus' Leidenschaft dafür zu sorgen, dass das Evangelium gepredigt wird und er nicht daran gehindert wird, so groß, that he was willing to work double. dass er bereit war, doppelt zu arbeiten. He said that. He said, we work day and night. Er selbst sagte, wir arbeiten Tag und Nacht. So that's where, again, we see the noble heart of Paul, Hier sehen wir wieder das edle Herz von Paulus, who wanted their hearts to open to him as his apostolic authority so they could receive from him. der wollte, dass ihre Herzen sich für seine apostolische Autorität öffnen, damit sie von ihm empfangen können. But he would never use them. Aber er würde sie nie ausnutzen. That's the apostles we need today. Solche Apostel brauchen wir heute. That's the followers of Jesus that we need today. Solche Nachfolger von Jesus brauchen wir heute. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.